Komatsu ist der Bau- und Bergbauriese aus Japan. Und während alle auf Caterpillar schauen, liefert Komatsu im Hintergrund starke Zahlen, solide Dividenden und sie stecken momentan Milliarden in Automatisierung und digitale Baustellen. Trotzdem ist die Aktie sehr günstig bewertet. Ich nehme es vorab, knapp 30% unterbewertet. Und wir schauen uns heute an, ist das zu Unrecht? Lohnt sich der Einstieg? Wir schauen dabei auf das Geschäftsmodell, womit sie eigentlich das meiste Geld verdienen, auf die Profitabilität, auf die Belohnung für uns als Aktionäre in Form von Dividenden, Rückkäufen und des Total Returns. Wir schauen uns die Sicherheit des Unternehmens an, auf Grundlage der Verschuldungskennzahlen und so weiter, auf die aktuelle Bewertung und das Fair Value und zum Schluss vergleichen wir Komatsu mit anderen Wettbewerbern aus der Bau- und Bergbaubranche, unter anderem Caterpillar. Wie immer ist das hier natürlich keine Anlageempfehlung, entscheidet bitte immer selbst, in was ihr investiert. Komatsu ist einer der größten Baumaschinenhersteller der Welt. Der ist bekannt für seine gelben Giganten, die ihr bestimmt auch ab und zu auf der Straße im Einsatz seht. Überall da, wo sich Erde bewegt, wo gebaggert wird, wo Straßen gebaut oder Minen erschlossen werden, ist Komatsu mit dabei. Sie produzieren Bagger, Radlader, Muldenkipper, Planierraupen, aber auch Hightech-Lösungen für die digitalen Baustellen. Ihr Konzept heißt dabei Smart Construction und beinhaltet vernetzte Maschinen, KI-gestützte Steuerung und auch ferngesteuerte Geräte, die die Produktivität der Baustelle auch sicherstellen und dabei automatisiert bedient werden können und miteinander auch vernetzt werden können. Neben dem Kerngeschäft mit Baumaschinen, da betreibt Komatsu noch ein wachsendes Segment für Industriewerkzeuge und auch Finanzdienstleistungen, die man zum Kauf ihrer Produkte auch verwenden kann. Das sorgt für stabile Einnahmen, auch in schwächeren Bauphasen. In die Digitalisierung und Automatisierung wird derzeit massiv investiert. Mit Smart Construction wird halt komplett die ganze Baustelle auch digital vernetzt, von der Vermessung bis hin zur ganzen Maschinensteuerung. Und sie arbeiten auch zusammen mit mehreren Partnern, Earthbrain zum Beispiel. Da liefern sie KI-basierte und ferngesteuerte Bagger und auch Elektrofahrzeuge, die selbstständig wieder aufgeladen werden können, wenn sie leer sind. Rund 92% werden mit den Bau- und Bergbaumaschinen erwirtschaftet. Das ist schon das große Herzstück des Geschäfts. Regional dominieren dabei Nord- und Lateinamerika zusammen mit fast der Hälfte des Umsatzes. Europa, Asien und Japan folgen und China hat nur einen kleinen Anteil. Die restlichen Segmente wie Industrial Machinery und Retail Finance, die sorgen für stabile Zusatzgewinne, sind aber sehr klein. Aktuell kämpft Komatsu mit ein paar Herausforderungen, vor allen Dingen der starke Yen, der drückt auf Exporte und die Zölle, die verteuern auch Importe und mindern den Gewinn. Zudem schwächelt der chinesische Markt so ein bisschen, während auch hohe Rohstoffpreise und Fachkräftemangel die Produktion bremsen. Und der Umbau auf CO2-neutrale Technologien und strengere Umweltauflagen erhöhen die Kosten auch zusätzlich. Aber sie reagieren darauf mit Produktionsverlagerungen und Preisanpassungen. Sie verlagern zum Beispiel die Produktion auch in die USA, um sich vor Zöllen zum Beispiel zu schützen. Oder von China haben sie einen Teil der Produktion auch nach Thailand verlegt. Aber ihre Stärken spielen sie auch klar aus, denn die globale Präsenz, die starken Serviceerlöse und die eigene Komponentenfertigung, die sichern auch technologische Unabhängigkeit. Das Unternehmen punktet mit hoher Qualität, also ist sehr bekannt für seine hohe Qualität und dass sie eine sehr solide Bilanz haben als japanisches Unternehmen. Zukunftschancen bestehen hier vor allen Dingen in der Automatisierung, in der KI, in alternativen Antrieben. Sie arbeiten dort auch mit Cummins zusammen, um gute E-Motoren herzustellen und diesem globalen Nachhaltigkeitstrend auch nachzukommen. Und der CEO Takuya Imayoshi, der treibt diesen Wandel auch aktiv an, der glaubt stark an das Unternehmen und hat den Anspruch, Technologie zur Lösung von gesellschaftlicher Probleme auch einzusetzen. Und an der Börse kommt im Moment der Innovationskurs von Komatsu auch richtig gut an, denn die Aktie hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt, über 110% Rendite. Trotz konjunktureller Risiken bleibt Komatsu schon langfristig spannend und ein sehr innovativer, spannender Industriewert. Sie überzeugen auch mit einer hohen Profitabilität, denn die operative Gewinnmarge liegt derzeit bei rund 16%, was für so einen zyklischen Maschinenbauer schon gut ist. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13,6%. Sie können also das Kapital auch ganz gut einsetzen und der ROIC von knapp 10% zeigt auch, dass das Gesamtkapital effiziente Erträge auch liefert. Kommen wir mal zur Belohnung für uns Aktionäre, denn Komatsu zeigt sich sehr aktionärsfreundlich. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei rund 3,7%. In den letzten Monaten lag sie auch schon mal über 4%.
Das Unternehmen verfolgt auch das Ziel, mindestens 40% ihrer Gewinne an Aktionäre auszuschütten. Derzeit sind es rund 43% vom Gewinn und rund 60% vom freien Cashflow. In den letzten 5 Jahren stieg die Dividende im Schnitt um rund 41% jährlich, über 10 Jahre hinweg immerhin um 14%. Dieses Jahr blieb sie konstant. Ja, typisch für Komatsu ist halt, dass es ein sehr zyklisches Unternehmen ist und die Dividende wird halt auch an Konjunkturzyklen angepasst. Das heißt, in schwächeren Marktphasen, da kann es auch mal sein, dass die Dividende auch mal gekürzt oder gestrichen wird, in Boomphasen dann aber wieder kräftig erhöht wird. Die nachhaltige Wachstumsrate, also das, was nach der Dividende zur Reinvestition noch übrig bleibt und damit ins Eigenkapital fließt und weiter arbeiten kann, das liegt bei soliden 7,8% an nachhaltiger Wachstumsrate, was Komatsu intrinsisch theoretisch jedes Jahr weiter wachsen könnte. Neben den Dividenden setzt Komatsu aber auch auf Aktienrückkäufe, denn aktuell läuft ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Rendite von ungefähr 1,5%. Das reduziert dann die Aktienanzahl am Markt und unsere Anteile werden mehr wert. Also das bringt mehr Gewinn pro Aktie. Auf lange Sicht gesehen hat sich Komatsu schon echt gut entwickelt und hätte uns auch eine gute Rendite eingefahren. In den letzten 10 Jahren lag der Total Return, also inklusive Dividenden, bei über 209%, also ein Verdreifacher. Und auch auf die letzten 5 Jahre konnten Anleger rund 141% Total Return erfahren. Also trotz der Zyklik und der starken Schwankungen auch im Aktienkurs wäre das ein gutes Investment gewesen. Finanziell stehen sie auch relativ solide da. Die Gesamtverschuldung zum EBITDA liegt nur bei 1,7 Jahren. Also sie könnten ihre gesamten Schulden in weniger als 2 Jahren einfach tilgen. Und auch im Verhältnis zum Eigenkapital sind sie mit 40% sehr moderat nur verschuldet. Und der Trend, der zeigt sogar nach unten, also die Verschuldung nimmt derzeit auch ab. Der Zinsdeckungsgrad liegt bei 11,9. Das ist auch gut und stellt sicher, dass die Zinsen auch bezahlt werden können. Der Free Cashflow, der ist sehr zyklisch und sehr schwankend. Der bleibt aber auch im Trend klar positiv und damit hat Komatsu auch meistens hohe Liquidität, um Dividenden zu zahlen, Investitionen leisten zu können und sich strategisch damit weiterentwickeln zu können. Die Entwicklung von Buchwert und Substanzwert, die Aktie, die gefällt mir hier sehr gut bei Komatsu, denn bilanziell sind sie sehr toll aufgestellt. Der Buchwert, die Aktie liegt bei 3.535 Yen. Der Substanzwert, also der materielle Buchwert, der liegt bei 3.085 Yen. Und zum aktuellen Aktienkurs von 5.155 Yen, da wird die Aktie echt nur leicht über Substanzwert gehandelt. Das ist auch ein Zeichen für eine sehr, sehr faire Bewertung. Im KGV sieht man das auch, denn das KGV liegt bei 11,3 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist nur bei 1,4. Und damit ist das eine sehr moderate Bewertung. Wenn euch das Video gefällt und ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Gefällt mir da und abonniert auch meinen Kanal. Und noch deutlicher wird es jetzt durch die Berechnung des Fair Values, durch die Berechnungsmodelle von Investing Pro. Denn hier liegt der faire Wert bei 6.731 Yen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 30%. Die Bewertung basiert auch auf 15 unterschiedlichen Finanzmodellen, Discounted Cashflow-Analysen, Ertragskraft oder auch Multiple-Bewertungen. Also laut den Berechnungsmodellen und den anderen Kennzahlen ist Komatsu tatsächlich wirklich unterbewertet um rund 30%. Die Analysten sehen die Aktie aber momentan recht fair. Kurzer Einschub, wenn ihr euch für weitere spannende Aktien aus Japan interessiert oder generell einfach Aktien finden wollt, die das Potenzial haben, die Indizes outzuperformen, dann schaut euch gerne mal Investing Pro an. Die gehören zu investing.com und bieten durch ihre ProPix KI vordefinierte KI-Strategien, um Aktien auszuwählen, die die Chance haben, die Indizes outzuperformen. Ich bin jetzt mal in Japan und in Japan haben wir zum Beispiel Beat the Nikkei 225 und diese Strategie wählt halt 20 japanische Large-Cap-Aktien aus mit der Chance zur Outperformance. Schauen wir da mal rein. Wir hätten um 941% den Nikkei outperformt mit dieser Strategie. Und im Monat November, weil jeden Monat wird das hier neu gewichtet und bewertet, neue Unternehmen kommen rein, alte fliegen raus, ist Chubu Electric Power Company hinzugekommen, Medipal Holdings, Honda Motor, Japan Petroleum Explorat, Kobe Steel und so weiter. Also diese Aktien sind neu im November alle hinzugekommen. Ja, schaut es euch gerne mal an. Im Moment gibt es auch relativ viele Rabatte im Herbst. Schaut da immer mal wieder rein und über meinen Link kriegt ihr noch zusätzlich 15%. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und auch oben im ersten Kommentar. Komatsu hält im globalen Markt für Bau- und Bergbaumaschinen rund 10,7% Marktanteil. Sie stehen damit auf Platz 2 hinter Caterpillar, die haben rund 16% Marktanteil. Weitere starke Wettbewerber sind auch Hitachi Construction Machinery mit Fokus auf Asien,
Volvo Construction Equipment mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Elektromobilität, CNH Industrial, aber auch John Deere, die über ihre Agrar- und Spezialmaschinen besonders die Landwirtschaft auch bedienen. Komatsu positioniert sich irgendwo so dazwischen, breit diversifiziert, global aktiv und verstärkt in Digitalisierung investierend. Volvo werde ich jetzt mal nicht mit vergleichen, sonst würde ich das ganze Automobilgeschäft hier mit vergleichen. Das macht keinen Sinn. Nehmen wir mal die anderen. Und beim Blick auf die operative Gewinnmarge ist Caterpillar der Gewinner mit 18,3%, Komatsu folgt dann mit 15,7% dahinter und liegt aber noch vor Deere mit 14,6% und Hitachi mit 9,8%. CNH Industrial bilden das Schlusslicht mit 6,2%. Ebenfalls bei der Kapitalrendite, da dominieren Caterpillar mit 46% Eigenkapitalrendite. Komatsu liegt mit 13,6% sehr darunter und 10,1% ROIC, eher so im soliden Mittelfeld, sind ähnlich aufgestellt wie Hitachi. John Deere, die punkten mit starkem Eigenkapitalhebel, die haben aber eine deutlich geringere Gesamtkapitalrendite. Also Komatsu arbeitet schon effizient, aber Caterpillar sind hier ein bisschen profitabler. Beim Wachstum dreht sich das Bild jedoch wieder, denn in den letzten 5 Jahren legte der Umsatz von Komatsu im Schnitt um 10,9% zu und der Bruttogewinn sogar um 13,7% und damit deutlich höher als bei allen anderen Wettbewerbern. Auch bei den Dividenden, da punktet Komatsu mit einer Rendite von 3,7%, ist das hier die attraktivste Dividende im Vergleich. Das Unternehmen schüttet rund 42% des Gewinns aus und wir haben ja schon gehört, dass sie sich auch als Ziel gesetzt haben, mindestens 40% immer auszuschütten. Die Ausschüttungsquoten der anderen Unternehmen liegen alle so im Bereich der 20er und 30er Prozente und ja, damit schüttet Komatsu schon ein bisschen mehr aus als die anderen, aber es ist halt auch gewollt. Und auch bei den Aktienrückkäufen, da zeigt sich Komatsu aktionärsfreundlich mit Rückkaufrendite von rund 1,5%, liegt das aber so im oberen Mittelfeld, gleich auf mit John Deere ungefähr. Und Caterpillar führen derzeit mit 2,1% Rückkaufrendite. Doch Komatsu bleibt halt aktiv mit ihrem Rückkaufprogramm und signalisieren damit auch Vertrauen in die eigene Bewertung. Bei der Verschuldung, da steht Komatsu auch ganz solide da mit ihren 1,7 mal EBITDA. Nur Hitachi ist noch konservativer aufgestellt. Sie haben nur 0,8-faches EBITDA an Verschuldung. Im Vergleich dazu sind Deere und auch CNH Industrial deutlich höher verschuldet und auch Caterpillar mit 2,9. Der 5-Jahres-Vergleich ist sehr spannend, denn Hitachi hat einen unglaublichen Total Return von über 640% erreicht und damit die mit Abstand beste Performance in der ganzen Branche. Caterpillar folgt mit nur 261%, während Komatsu mit 141% immer noch vor Deere liegt und CNH Industrial. Bewertungstechnisch ist allerdings Komatsu wiederum der klare Preis-Leistungssieger, denn mit ihrem KGV von 11,3 sind sie deutlich günstiger als alle Wettbewerber bewertet. Caterpillar, Hitachi und Deere liegen nämlich mehr als doppelt so hoch und das macht Komatsu schon zu einem sehr attraktiven Value-Investment im Moment. Beim Kurspotenzial und den Berechnungsmodellen von Investing Pro spiegelt sich das noch deutlicher wider, denn Komatsu hat das größte Upside von rund 30% und die Wettbewerber liegen alle deutlich darunter und sind sogar überbewertet im Vergleich. Nur CNH Industrial, die zeigen laut Analysten kurzfristig noch ein bisschen Aufwärtspotenzial, aber Komatsu sticht hier schon deutlich hervor mit ihrer sehr günstigen Bewertung. Also als Fazit kann ich festhalten, dass Komatsu sich für langfristige Anleger definitiv irgendwo lohnt, vor allem für Dividendeninvestoren, die Wert auf solide Ausschüttung setzen und auch eine starke Bilanz sehen wollen. Aber Achtung, das Geschäft ist halt zyklisch, das heißt, es kann auch mal vorkommen, dass die Dividende mal gekürzt wird. Aber positiv stechen halt auch die Innovationen im Moment heraus, in so Trendwenden auch wie die Digitalisierung der Baubranche, autonomes Fahren auf Baustellen. Das ist ja viel einfacher als autonomes Fahren für Autos auf Straßen zum Beispiel, weil das einfach Privatgelände sind. Und da ist man natürlich viel freier, auch die ganzen Bagger vernetzt, automatisiert fahren zu lassen. Und gerade im Bergbau ist das auch sehr, sehr spannend. Und außerdem gibt es so viel Unruhen, Kriege überall auf der Welt. Und wenn das alles vorbei ist, muss auch wieder aufgebaut werden. Und dazu braucht man Bagger. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dann. Ciao, ciao.